Ist das der Hammer? Das muss ich euch jetzt unbedingt zeigen. Echt, ich bin sowas von geflasht von der Uhr. Echt der Knaller. Wirklich mega. Und dann noch von 1968. Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Longines. Ihr habt ja schon das Intro gesehen. Das ist doch wohl der Mega-Knaller, oder? Ich habe leider die Uhr noch nicht hier, sondern ich habe gestern die Pressemitteilung gelesen und wollte es gestern schon veröffentlichen. Ging ja nicht. Gestern war ja das Gewinnspiel. Und ja, deswegen wollte ich euch jetzt wenigstens mit den wichtigsten News informieren. Und stellt das mal kurz zusammen. Die Uhr ist eine Hommage an die erste von 1968, an die erste Taucheruhr. Und es ist schon alles in meinem Blog. Also alle News, Bilder und so weiter. Ich gehe jetzt aber auch nochmal alles durch, aber ihr könnt alles nochmal nachlesen, die ganze Spezifikation etc. Links wie immer unten in der Beschreibung. Freue mich gerne, wenn ihr ein Like da lasst. Schreibt mir gerne euren Kommentar, wie ihr die Uhr findet und welche Version ihr gut findet. Das würde mich wirklich mal interessieren. So Leute, hier kurz auf meiner Seite sind schon wieder ein paar neue Sachen drin. Longines Ultra. Da geht es gleich drum. Ich habe das Tissot-Video auch, den Tissot-Beitrag auch hochgeladen wegen dem Gewinnspiel. Das Video ist ja schon gestern online gegangen, für die, die es noch nicht wissen. Und ansonsten ja, gibt es ein neues Review. Botta Clavius werde ich spätestens nächste Woche hochladen. Das Review ist bereits im Blog und das Unboxing-Video und erster Eindruck kommt nächste Woche. Dies ist ein bisschen Werbung zu meinem Blog. So, und jetzt geht es ins Eingemachte. Die Ultracron L2 836452.8 oder Punkt 9. Es gibt zwei Referenzen aktuell. Und seid ihr auch schon so aufgeregt? Guckt euch das doch mal bitte an hier. Das ist doch wohl der Mega-Knaller, oder? Ich bin total geflasht von der Uhr. Sorry. Hier das 3D-Logo. Klar haben die anderen Uhren auch, aber auch die 3D-Stege. Der gesamte Eindruck, wie die Uhr da steht, mit dem feinrilligen Armband, Ultracron-Logo, die Lünette, dieses Blutrot von den Zeigern. Boah, ich bin total geflasht, wirklich. Ich bin total geflasht. Ich bin natürlich auch ein bisschen angefixt, weil sie von 1968 ist, meinem Geburtsjahr, aber auch optisch macht sie richtig, richtig gut was her, finde ich. Oder? Guckt doch mal. Also, das ist doch wie aus einem Guss. So muss es sein, finde ich. Ist gefühlt neu und schon tausendmal gesehen, aber irgendwie auch ganz alt. Ja. Ja, was die Aussage jetzt heute war, sie auch nicht, ist egal. Sorry, Leute. Ich spreche jetzt nämlich gerade schon das 6. Mal dieses Video ein. Einmal habe ich vergessen, die Bildschirmaufnahme zu machen, einmal dies, einmal jenes, egal. Ich hoffe, es klappt jetzt endlich. Ich schneide das auch nicht raus. So, und ja, aber jetzt guckt mal. Hammer, oder? Ich finde es echt mega, muss man wirklich sagen. Also, jetzt wird es ein bisschen unscharf, aber ja, ich habe die Uhr leider noch nicht. Wir gehen auch gleich mal in den Shop und ich zeige euch gleich nochmal was Cooles, was Longines da gezaubert hat. Genau, das ist die Referenz mit der 9 am Ende. Und bei jeder Uhr gibt es auch das NATO-Band passend dazu. Und guckt euch doch jetzt mal bitte das hier an. Also, wenn das Rot so halbwegs auch so dunkel ist wie der Rest hier, fände ich das echt der Knaller. Und wenn die Qualität des Armbandes so wie bei den Tudor-Bändern ist, dann hat Longines alles richtig gemacht. Ich freue mich so sehr auf die Uhr. Ich möchte sie so gerne testen und auch gerne behalten. Also ja, es sieht einfach nur rund aus. Und so gefällt sie mir. Ich bin ja ein Stahlmensch, ich liebe ja Stahl. Aber mit dem NATO kann ich noch gar nicht so genau sagen, ob ich das schon fast besser finde. Auf jeden Fall sehr, sehr schön sportlich. Knaller, oder? Ist wie gesagt bei jeder Referenz mit dabei. Die 8er Referenz, die hat das Leder. Braunes Lederbenzel. Ist okay für den Herbst. Ich würde mir allerdings nie diese Variante kaufen.
weil ein Lederbensel bekomme ich immer irgendwo her. Und der Preisunterschied ist nicht so hoch, sehen wir gleich. Aber ja, ein Lederbändel kann ich mir mal besorgen. Dieses feingliedrige Armband wahrscheinlich auch, aber für wesentlich mehr Geld. Ja, und wenn ich sie vielleicht in 10, 20 Jahren mal verkaufen will, wobei die würde ich glaube ich nicht verkaufen, oder? Ich finde es echt cool. Ja. So, hier die Rückseite. Auch mega, ne? Hier schön mit dem 3D-Relief und so, wie sie das hier gemacht haben. Gut, klar, machen andere auch, klar. Aber dieses Hochfrequenzzeichen finde ich einfach nur super, wie sie es gelöst haben. Ja, 43 mm, gekörntes Ziffernblatt, Super Luminova, bis 300 Meter wasserdicht, einseitig drehbare Lünette, also so die Standardsachen. Will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Es ist wie gesagt alles im Blog nachzulesen, auch die ganze Spezifikation. Ja, 1968 brachte Longines den ersten Ultra Chron Driver vor allen Dingen, den Diver auf den Markt. Und ja, passt perfekt. Da sind nur gute Sachen entstanden. Ich auch. So, Rückseite hatten wir. Hier nochmal ins Detail, hier ins Zifferblatt. Also, ist schon mega, finde ich. Also es ist wirklich mega, muss man einfach sagen. Ja, ich meine, gut, machen wir uns nichts vor, ne? Wer kann heute noch eine ganz neue Uhr erfinden? Es braucht die Story drumherum, finde ich. Und das ist auch gerade bei Taucheruhren extrem wichtig, auch bei Fliegeruhren natürlich, bei allen anderen, so wie Hanhart es zum Beispiel gemacht hat und andere mehr. Aber ja, ich finde es einfach rund, weil mich die Farbe auch einfach anmacht, weil sie schön satt und dunkel ist, schönes Blutrot, kein Bezug auf das Blut, sondern ja, es passt halt, es ist nichts Grelles dabei, ist einfach rund. Also, ja, bleibe ich bei. Cool, Zertifizierung nach Ultrachronometer von Timelab, da spiele ich gleich das offizielle Video noch ein, auch von Longines offiziell, so dass wir hier alles in diesem Video haben. Ja, also es ist schon, es ist nicht nur Chronometer zertifiziert, sondern Ultrachronometer zertifiziert. Die Details könnt ihr auch nochmal auf der Longines-Seite nachlesen. Die haben übrigens eine richtig coole Seite dazu gebaut. Ja. Hier sieht man die Bänder schön beim Tragen mit braun. Ja, okay, ich kann es mir auch gut im Herbst vorstellen. Aber ich würde sie mir, wie gesagt, so nicht kaufen. Hier schön am Stahl, klar, passt natürlich zu allem, Anzug, Lederjacke, whatever. Und hier am NATO, da finde ich jetzt irgendwie das Outfit von dem Kollegen hier nicht so passend. Irgendwie ist das Foto nicht ganz rund für mich. Aber das ist ja mal auf hohem Niveau, ihr kennt mich ja, weil ich ja nun auch selber Fotos mache, wobei solche Fotos mache ich nicht. So mit Menschen drauf und so. Das hätte man irgendwie anders machen können. Da eine schöne, fette, schwarze Lederjacke und dann wäre das irgendwie schon ein bisschen runder gewesen. Aber gut, passt so natürlich auch. Jetzt bin ich gerade mal gucken, irgendwelche Infos. Ach so, 5 Jahre Garantie und so, die üblichen Themen bei Longines. Hier pinkt zwischendurch immer, sorry, ich kann es nicht ausschalten, weil mein Rechner ja wie gesagt an ist. Genau. Was ganz interessant ist, hier ist noch die komplette Geschichte der Hochfrequenzuhren von Longines. In meinem Blog, wann es losging, 1914, Stoppuhr, die verschiedensten Kaliber, ja, mit Schleppsekundenzeiger. Also es ist hochinteressant. Wie gesagt, das ist die offizielle Pressemitteilung von Longines. Ich habe da jetzt nichts verändert, aber es liest sich wirklich sehr, sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Auch hier, cooles Teil, ne? Ja. Die erste Hochfrequenz-Armbanduhr, 1959 schon. Kaliber 360. Ja. 66 Ultrachron, aber eben noch nicht als Diver. Und da ist das Original von 1968. Knaller, oder? Die sieht ein bisschen mehr verspielt aus. Jetzt bin ich gerade am gucken, war das mit dem Sekundenzeiger hier auch so? Bei der... Ne. Hier ist ein normaler Sekundenzeiger. Das sieht ein bisschen filigraner, eleganter aus, oder? Wie seht denn ihr das? Was ist denn überhaupt euer Favorit?
Klar, die hat man immer, aber es gibt eben die am Stahl und die am Leder. Ja, also ich würde wahrscheinlich, wie gesagt, nicht, ich würde die am Stahl nehmen, ganz klar. So, Sportzeitmessung mit Hochfrequenzinstrumenten, hier auch nochmal cool, hier beim Pferderennen, Galopp und Springreiten, Ski Alpin, internationaler Rallye-Sport, Radrennen, Tour de France, überall war Longines dabei, überall hatten sie ihre Finger drin. Formel 1 auch ganz groß, heute ist ja von anderen Marken platziert. So, hier seht ihr dann nochmal die ganzen Spezifikationen, Höhe, Ganggenauigkeit und so weiter, 52 Stunden. Ist jetzt kein Powermatic 80 Zeit, aber hey, ganz ehrlich, immer diese Diskussion, klar, sie sollte natürlich schon mal irgendwie 2 Tage laufen, wäre ganz schön, ne? Oder wenigstens komplett 24 Stunden, aber danach kann ich sie doch mal kurz aufdrehen, oder? Ich meine, dafür hole ich mir doch eine mechanische, dass ich sie auch mal in der Hand habe, finde ich. Ja. So, dann gehen wir mal auf die Seite. Die haben eine richtig, richtig coole Seite gebaut. Das passt jetzt natürlich alles gar nicht in den Splitscreen rein. Seite wird geladen. Genau, so jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Kann ich das hier lauter machen? Ja. Ich halte mal eben das Mikro dahin. Könnt ihr das hören? Cool gemacht, oder? Ist das cool gemacht? Das sind die Schläge. Das Hochfrequenzwerk. Ich finde es mega. Haben sie echt gut und vor allen Dingen das so umgesetzt hier auf der Seite, dass ich beim Mausklick eben dann diesen Ton höre, finde ich super, also richtig klasse. Hier gibt es nochmal ganz viele Informationen, mega auf Image getrimmt. Ja, solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ich will jetzt nochmal kurz jetzt kaufen. Da habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, als ich gesehen habe, dass die am Leder ist jetzt steht zur Verfügung, aber die am Stahl natürlich nicht. Ja, und wenn ich dann immer jetzt hier dieses Produktfoto jetzt im Vergleich sehe, sieht es ein bisschen dünn aus, aber sieht irgendwie ein bisschen anders aus, ne? Als das, was wir gesehen haben. Aber ja, mega, 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 mega Uhr. Ja, ultra, 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 ultra. Ultracron. Ja, richtig schön. Gefällt euch denn die Uhr? Was sagt ihr denn dazu? Irgendwas wollte ich euch noch zeigen. Spring 2022, Geneva, Day 1. Barometric pressure 1022 bars. It is 3:54 p.m. and 15 seconds. The atomic clock is showing 3:54 p.m. and 15 seconds. Machine vision camera. The watch shows 4:40 and 29 seconds. Day 5. It is 4:59 p.m. and 38 seconds. Sun at its zenith, day 15. Temperature 8 degrees Celsius. Certified ultrachronometer by TimeLab Geneva. So, das war nochmal ein offizielles Video von Longines. Ich hoffe, euch hat euch alles gefallen, was ich euch hier gezeigt habe zu der Uhr. Ich konnte euch ein bisschen begeistern, weil ich hatte die Uhr gar nicht auf dem Schirm. Weder die alte noch die neue. Ich wusste auch gar nicht, dass da überhaupt was kommt. Und war wirklich sehr überrascht, als sie rauskam. Und ich bin ja so ein optischer Mensch. Bei mir muss die Uhr einfach gut aussehen. Sie muss halt gut aussehen. Also die Technik interessiert mich nur sekundär. Und mich hat sie sofort angemacht. Also ja, bin gespannt auf eure Meinung, wie es euch geht. Lasst gerne ein Like da, ganz wichtig, damit ich immer ein bisschen aus dem Keller komme und wachse, damit ein paar andere Leute nochmal das Video sehen. So, dass wir vielleicht mal ein bisschen größer werden in der Community. Und wichtig, dem Kanal folgen mit Glöckchen. Also so bekommt ihr eine Info, wenn ich ein Video hochlade. Ich weiß, ich sage es 1000-mal, aber man soll das so machen. Habe ich schon ganz oft gelesen. Auch wenn es nervt. So,
Als Abschluss zeige ich euch jetzt das dritte Video von Longines, auch das offizielle. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch und wir sehen uns in der Community. Ein paar Leute von euch haben mir die Uhren geschickt von euch, die ich mal hochladen will. Es sind ein paar coole Uhren dabei, die hatte ich vorher so auch noch nicht gesehen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also schaut auch gerne in den Community-Reiter und wir sehen uns. Ne? Also macht's gut. Ich wünsche euch was. Schönen Abend. Ne? Ciao.